Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer, und in diesem Video zeige ich euch alles Wissenswerte über Notebook-Displays. Hallo Christian, ich würde gerne mit der Frage anfangen, ob sich ein Displaytausch überhaupt lohnt. Es hängt natürlich von ein paar Faktoren ab, aber in der Regel ja. Okay, was für Faktoren wären das denn dann? Das ist hauptsächlich natürlich der Preis. So ein Displaytausch liegt in der Regel beim Standarddisplay zwischen 150 und 250 Euro, kann man sagen. Und ja, das ist eigentlich immer wirtschaftlicher wie ein Neukauf vom Gerät und auch im Aspekt von der Nachhaltigkeit natürlich sinnvoller. Okay, heißt das denn, dass ich dann jedes x-beliebige Display der gleichen Größe verwenden kann? Um sicher zu gehen, dass alles funktioniert, sollte man natürlich auf so Dinge wie die Größe achten, die Herzanzahl, die Auflösung, das sollte alles gleich sein. Gibt es sonst noch was zu beachten? Ja, es gibt natürlich noch weitere Sachen zu beachten, zum Beispiel der Anschluss, wo das Displaykabel angeschlossen wird. Der ist zum Beispiel Standard 30 Pin, der ist 40 Pin, das ist meistens bei 120, 144 Hertz oder größerer Auflösung. Dann gibt es natürlich auch noch die Position vom Anschluss, wie man hier sieht, sitzt er da auf der anderen Seite. Dann auch Halterungen hier sind 4 Halterungen zum Display verschrauben. Die anderen 2 Displays, die hier liegen, sind nur eingeklebt. Das sind so die wichtigsten Unterschiede, würde ich jetzt mal sagen. Okay, wie kann ich das denn jetzt bei meinem Laptop herausfinden? Die Herzzahl und die Auflösung findet man am einfachsten über das Betriebssystem heraus. Da wird es angezeigt, vorausgesetzt man sieht natürlich noch was am Display, kann das aber auch über einen Anschluss vom externen Monitor dann nachschauen. Zum anderen natürlich, wenn das Display kaputt ist, wenn man das Display ausbaut, hinten drauf steht die Herstellernummer. Da sieht man den Hersteller und drunter die Partnummer vom Hersteller. Das ist natürlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Hier sieht man zum Beispiel noch die FRU, ist die Partnummer von Lenovo, wo hier auch auf dem Display drauf steht. Also darüber findet man eigentlich normalerweise das Richtige. Also am besten eigentlich, wenn das Display schon kaputt ist, dann ausbauen und dann sieht man das. Das ist immer die sicherste Variante. Zumal man sieht dann auch der Anschluss und so weiter, kann man viel besser vergleichen. Bei uns im Shop, wir haben auch überall Bilder bei den Displays. Ja. Bei Lenovo ist es auch so, dass man auch als Endverbraucher über die Seriennummer alle Ersatzteilnummern quasi raussuchen kann über die Supportseite. Da wird man dann auch auf die Partnummer kommen. Wie ist das denn, wenn ich jetzt von einem HD auf ein Full HD oder sogar 4K Bildschirm upgraden möchte? Von HD auf Full HD funktioniert es meistens, weil die Display den gleichen Anschluss haben, also 30 Pin in der Regel. Höhere Auflösungen brauchen dann mehr Leitungen, da ist dann in der Regel 40 Pin. Es geht trotzdem nicht immer von HD auf FHD, will ich dazu sagen. Manchmal ist das Kabel nicht voll bestückt oder von der Ansteuerung vom Mainboard fehlt irgendwas. Heißt das denn, dass ich bei einem Upgrade eigentlich nur das passende Kabel dazu kaufen muss? Ja, wenn der Hersteller das Gerät in mehrere Varianten Angebote hat und auch ein separates Kabel dafür gibt, dann kann das durchaus Abhilfe verschaffen und kann es funktionieren. Und kann ich das irgendwie selber rausfinden, ob das geht? Ganz schwierig. Es geht im Prinzip eigentlich nur über die Herstellerliste. Also entweder zu uns einschicken, wir schauen es nach, versuchen es, oder halt per E-Mail anfragen. Dann können wir über die Liste vielleicht sagen, dass es beide Varianten gab und es möglich wäre. Wo wir gerade bei Upgrades sind, wie sieht es denn aus, wenn ich von einem normalen Display auf ein Touch-Display upgraden möchte? Nee, das geht eigentlich nie. Beziehungsweise es gibt durchaus ja auch Serien, wo es beide Varianten gab.
Aber da ist trotzdem der Displaydeckel, das Kabel ein anderes, Scharniere meistens, im Prinzip eigentlich das ganze Oberteil. Ich habe hier auch mal ein LCD-Modul liegen, wo man sieht, also das Display ist hier ja reingeklebt in quasi den ganzen Frontrahmen, Digitizer und so. Hier oben ist zum Beispiel das Touch Control Board, wo der Digitizer dann mit angeschlossen ist. Ja, also ist nicht möglich oder macht auch keinen Sinn. Kann ich eigentlich den Touchscreen und das Display separat tauschen? Nee, das geht nicht. Ich kann es euch hier vielleicht auch mal kurz zeigen. Das Display ist hier komplett in den Touchscreen reingeklebt, quasi in den Digitizer. Ist ja eine separate Scheibe, was ja vor dem Display sitzt, und das ist komplett reingeklebt. Da kann man nichts einzeln tauschen. Sind eigentlich die Stecker an den Displays genormt? Ja, am Display sind sie genormt, an der Mainboard-Seite zum Beispiel nicht. Am Display ist es aber so, dass der Stecker eigentlich immer der gleiche ist, 30 Pin, oder dann halt eben, wie man hier sieht, der 40 Pin. Ist im Prinzip aber der gleiche Stecker, nur halt ein bisschen breiter, weil er eben 40 Pins halt hat, statt 30 Pin. Die sehen aber immer so aus. Wie ist das eigentlich mit den Halterungen, wenn ich die nicht brauche? Kriege ich die irgendwie ab? Kann ich die wegflexen? Ja, grundsätzlich, wenn man es hier sich mal anguckt, ich lege die jetzt gerade mal übereinander. Das hat 4 Halterungen außen, das hat keine Halterungen. Sinnvoll wäre es natürlich, das richtige Display zu bestellen. Also wenn man keine Halterungen braucht, auch eins ohne Halterungen zu kaufen. Ich nehme das gerade mal runter. Ansonsten, man könnte sie natürlich auch wegflexen oder durch Hin- und Herbiegen abbrechen, aber ist definitiv nicht empfehlenswert. In der Regel beschädigt man sich dadurch das Display, und ich meine, Garantie geht dadurch sowieso verloren vom Display. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich ein Display selber entspiegeln kann? Grundsätzlich ist das möglich mit der passenden Folie. Die meisten Geräte heutzutage werden nur noch mit entspiegelten Displays verkauft, aber mit der passenden Folie geht es wie beim Handy halt auch. Ja, ob man es dann immer komplett staubfrei oder so hinkriegt, ist dann halt die Frage, aber das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Besser ist dann gleich ein Gerät mit einem Matte-Display zu kaufen. Wann sollte ich eigentlich die komplette Einheit tauschen und wann reicht es nur, das Display zu tauschen? Im Prinzip reicht der Displaytausch, wenn natürlich nur das Display kaputt ist. Allerdings gibt es durchaus auch Geräte, wo alles so miteinander verklebt ist, dass es das Display wirklich nicht einzeln zu tauschen gibt, sondern nur die komplette Display-Einheit. Ansonsten ist es natürlich so, wenn natürlich mehr kaputt ist, wie Displaydeckel, Scharniere oder sonstige Dinge, dann muss man natürlich auch alles tauschen, wobei es dann in der Regel auch nur die Teile halt einzeln gibt, dass man alles kaufen muss. Wie finde ich denn heraus, ob ich eine komplette Einheit brauche oder das Display einzeln tauschen kann? Also bei den meisten Geräten ist es so, dass man das Display einzeln tauschen kann, wenn es jetzt nicht gerade ein Touchgerät ist. Ja. Am besten ist, über das Modell im Shop nachzuschauen, ob man das Display da einzeln kaufen kann. Dann kann man es in der Regel auch einzeln tauschen. Mittlerweile wird ja immer mehr verklebt. Warum ist das eigentlich? Weil immer alles kleiner und schmäler wird. So, ich habe hier mal Display, wie es ursprünglich war. Das sind 15,6 Zoll. Das passt hier zum Beispiel schon gar nicht rein, weil es zu groß ist. Ich kann auch hier drüben gerade mal die andere Variante zeige. Da haben sie nämlich einfach am Display, der Displayrand irgendwann mal kleiner gemacht. Sieht man hier vielleicht ganz gut. Wenn ich jetzt das auf den Deckel lege, dann passt es jetzt zwar in den Deckel rein, aber wie man sieht, Verschraubungen sind im Weg, die brauchen natürlich auch Platz. Dann sind sie jetzt einfach hingegangen und habe hier natürlich auch noch die Verschraubungen weggelassen.
leg das gerade auch mal rein. Und wie man sieht, das passt dann perfekt. Da braucht man natürlich weniger Platz, wird alles kleiner, schmäler, dünner, leichter. Hat es denn irgendwelche Vorteile oder auch Nachteile, Displays zu kleben? Vorteil ist natürlich, dass das Gerät kompakter wird. Der Nachteil ist natürlich, wenn man das Display tauschen muss, dass die ganze, dass man das Verklebe macht es natürlich schwieriger. Ich meine, das sind so Power Stripes, die man dann rausziehen kann. Aber ja, es macht alles natürlich aufwendiger und man muss es hinterher natürlich auch wieder reinkleben, damit das Display dann auch wieder mittig im Frontrahmen sitzt. Sind eigentlich Kleber oder auch diese Power Stripes bei einem neuen Display oder Displaydeckel dann schon mit dabei? Also beim Displaydeckel sind die mit drin, beim neuen Display allerdings nicht. Das heißt, wenn man ein Display bestellt, muss man sich entweder die Teile separate zukaufen oder sich anders behelfen, indem man halt Klebeband nimmt. Man soll es auf jeden Fall wieder verkleben, weil in dem Rahmen ist jetzt nicht sonderlich viel Spiel, aber es gibt durchaus auch Displaydeckel, wo ein klein bisschen Spiel da ist, wo man es dann auch mittig wieder verkleben muss, damit es auch richtig gerade im Frontrahmen drin sitzt. Warum wird ein Displaytausch eigentlich immer schwieriger? Ja, ist halt dadurch geschuldet, dass immer alles kleiner und kompakter wird. Man kommt immer schlechter dran, muss oft auch die komplette Display-Einheit abbauen, weil man den Frontrahmen sonst nicht runterkriegt oder nicht an die Kleber drankommt zum Rausziehen. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass es immer mehr Display-Varianten gibt, auch in einer Modellserie, 60 Hertz, 120, 144, verschiedene Auflösungen mit Touch, ohne Touch. Es gibt so viele Varianten, dass es das Ganze manchmal relativ schwierig macht. Sollte ich mir eigentlich ein Nachbaudisplay kaufen oder lieber ein Original? Ich würde eigentlich immer zum Originaldisplay tendieren, da man in Sachen Kompatibilität und Qualität keine Einbuße hat. Und in der Regel sind die Originaldisplays auch nicht sonderlich viel teurer wie die Nachbaudisplays. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo es dann mal 100 € ausmacht. Dann kann man sich das natürlich auch überlegen, ob man das wirklich will. Im Shop bei den Notebook-Modellen haben wir mittlerweile auch sehr oft ein Video hinterlegt vom Aufbau des Geräts, wo man auch kurz auf den Displaytausch eingehe. Vielleicht wollt ihr da auch mal kurz reingucken, vielleicht hilft euch das auch weiter. Falls ihr sonst noch Fragen habt oder irgendwelche Anregungen oder so, könnt ihr uns gerne einen Kommentar da lassen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.